Melde mich vom Nullpunkt. Grounded bekommt heute nochmal eine andere Bedeutung. Mein Verein 1860 ist zum zweiten Mal in die 4. Liga geschickt worden von seinem Investor. Der zweite Absturz unter Hassan Ismail. Ob dieses Kapitel jetzt ein für alle Mal beendet ist und wie 1860 in diese Abhängigkeit geraten ist, das erzähle ich euch jetzt. Ich bin zurück aus Argentinien und gleich bei einem historischen Tag meines Clubs dabei. Am Trainingsgelände wird verkündet, dass der Verein keine Lizenz für die 3. Liga erhält und eine Liga runter muss. Ich sag's gleich, wir haben die Lizenz nicht bekommen. Das heißt, wir werden nächstes Jahr Regionalliga spielen. Vor dem Trainingsgelände herrscht eine Stimmung, die wir Löwenfans wirklich gut kennen. Unglauben, Schock. Ich glaube, ich kann es gerade tatsächlich gar nicht richtig fassen, dass er uns zweimal darunter schickt. Mir tut es für die jungen Fans leid, die das noch nicht mitgemacht haben, die wirklich in der Kurve fiebern und auf den Aufstieg gehofft haben. Und jetzt im Endeffekt geht es wieder runter, man weiß nicht, wie es weitergeht. Das ist schon für viele frustrierend. Fassungslosigkeit, Enttäuschung und viel Wut. Zugegebenermaßen auch bei mir im BR-Interview, aber die Emotionen können einen da schon mal übermannen. Positiv wäre die einzige Nachricht, dass Hassan Ismail nach diesem Tag weg ist. Das ist die einzig positive Nachricht, die ich mir vorstellen kann. Kurz nach dem Interview ist es dann Fakt, die TSV München von 1860 GmbH und Co. KGaA bekommt keine Lizenz für die 3. Liga. Es fehlen 2,7 Millionen. Der Investor Hassan Ismail hat diese nicht bereitgestellt, obwohl er sie vorher zugesagt hatte. Fakt ist, das kann ich ja wirklich sagen, dass wir komplett überrascht wurden, dass die Darlehen gekündigt wurden. Das war wirklich, kam aus der Hüfte geschossen dazu und die gesamten Forderungen. Und wie gesagt, wir haben verhandelt, aber irgendwann gibt es noch Grenzen, wo wir nicht Ja sagen konnten und genau so ist es abgekommen. Also der nötige Liquiditätsnachweis fehlt. Ursächlich dafür ist eine nicht erfüllte Finanzierungszusage des Gesellschafters Hassan Ismail. Und wieder einmal endet ein Kapitel der Vereinsgeschichte im Scherbenhaufen. Ich meine, wir Löwenfans sind es mittlerweile gewohnt. Das ist schon unser zweiter Zwangsabstieg wegen Hassan Ismail. Ob er diesmal Geschichte ist und wie es weitergeht, das seht ihr in diesem Video. Ja, ich bin, glaube ich, wie viele hier ziemlich platt von der Nachricht. Man konnte ja ein bisschen damit rechnen, aber am Ende ist es dann doch wirklich überraschend und irgendwie auch erstmal ein Schlag. Ich hoffe jetzt, dass es vielleicht, so blöd es auch klingt, irgendwie eine Chance ist für den e.V., für den Verein, für uns, dass es irgendwie weitergeht ohne eine externe Förderung, wenn ich es mal nennen möchte. Ich glaube, das ist auch eine große Chance auf jeden Fall für 60. Das heißt erstmal Kooperationsvertrag auf jeden Fall kündigen und dann alles in die Wege leiten über Insolvenz, dass man den Hassan endlich los wird. Aber ich habe da sehr großes Vertrauen auch an in unsere Offiziellen. Die Tag und Nacht hier verhandelt haben und wir haben keine Einigung erzielt, gibt es leider Gottes. Wirklich jetzt aufstellen und wirklich nach vorne schauen. Ich glaube, es kann auch eine Chance für den gesamten Verein sein. Wie immer im Mittelpunkt der Name Hassan Ismail. Ich hoffe, wir hören den Namen nicht mehr allzu oft, aber kurz zur Geschichte. Der Investor hat 2011 60% der Fußballfirma übernommen, die TSV München von 1860 GmbH und Co. KGaA. Hier hat nämlich ein ganz großes Missverständnis begonnen, das 15 Jahre nicht geklärt werden konnte. Der Mann, der den Verein zurück in die Bundesliga führen wollte und auf Augenhöhe mit Barcelona, hat ihn letztendlich zweimal in die 4. Liga geführt. Er war zweimal der Verursacher eines unglaublichen Absturzes und zweimal quasi mit den identischen, nicht erfüllbaren Forderungen, die er nicht verstanden hat. Er hat das Konstrukt hier nie verstanden, wollte es nie verstehen, beziehungsweise immer umgehen. Und ist es diesmal endlich vorbei mit ihm? Das schauen wir uns jetzt an. Der Kooperationsvertrag wurde gekündigt, der Hauptsponsor ist ausgestiegen. Fans fordern das Geld ihrer Dauerkarten zurück, weil die Fußballfirma KGaA
nicht mal mehr das Spielrecht hat. Also ist nur noch eine leere Hülle. Das Spielrecht in der 4. Liga beansprucht nun der eingetragene Verein, also der Stammverein selbst wieder für sich. Das alles riecht doch stark nach Insolvenz dieser Fußballfirma, einer Abwicklung und einer Auflösung. Die Firma wäre damit nicht mehr existent und die Anteile, die Ismaik übernommen hat, wertlos. Das würde also den Abschied von diesem Investor bedeuten. Er kann natürlich klagen, aber dennoch wäre seine Zeit bei 60 München vorbei. Die Verantwortlichen handeln hier mutig, entschlossen und unglaublich bemerkenswert, wie ich finde. Eine Insolvenz ist nämlich keinesfalls ein Zuckerschlecken. Ich habe schon gesagt, er kann klagen. Und natürlich stehen die handelnden Personen auch persönlich in der Haftung bei einer Insolvenzverschleppung. Aber das Ganze war nur möglich, weil Hassan Ismaik eben seiner Pflicht der zugesagten Darlehen nicht nachgekommen ist und diese nicht zur Verfügung gestellt hat. Er hat also selber die Weichen für diese Insolvenz gestellt und damit, dass seine Anteile wertlos werden. Also schauen wir auf das Handeln der Verantwortlichen. Sie machen alles bisher super und es handelt sich um keine Insolvenzverschleppung, sondern sie schützen tatsächlich nur den Mutterverein und schauen ganz entschlossen in die Zukunft. Es wirkt tatsächlich so, als hätten sie sich diesmal mit diesem Szenario schon vorher auseinandergesetzt und es trifft uns nicht so planlos wie 2017. Der TSV 1860 München könnte es schaffen, diesen Investor loszuwerden und das wäre nur gut für den deutschen Fußball und auch für die 50+1-Regel, denn hier haben wir einen Präzedenzfall geschaffen, der zeigt, wie es eben nicht geht. Sehr traurig für uns, aber das Investorenmärchen, das erzählt wurde, ist leider eine Horrorgeschichte. Und die erzähle ich euch jetzt und auch, was uns in Zukunft erwartet. Also ganz von vorne, die Ankunft des vermeintlichen Retters. Im Frühjahr 2011 steht 1860 München wirtschaftlich mal wieder mit dem Rücken an der Wand. Das kennen wir aus unseren Liedern, das gehört quasi zur Vereinsidentität. Immer ist es knapp und eigentlich wird auch immer schlecht gewirtschaftet. Aber diesmal hat es einen großen Grund, nämlich die Allianz Arena. Die Anteile wurden schon längst verscherbelt durch Stefan Zivzer, der tatsächlich in anderer Funktion den FC Bayern schon mal bevorteilt hat. Angeblich war er nämlich bei dem Kirchdeal involviert, der dem FC Bayern den letztendlichen Wettbewerbsvorteil geliefert hat, der sie bis heute so unschlagbar macht. Und dann noch den Deal für uns ausgehandelt, den Mietvertrag mit dem FC Bayern, nachdem wir ihnen die Anteile verkauft haben, der uns nochmal komplett in Schulden gestürzt hat. Also da hatten wir schon einen Geschäftsführer, der meint es nicht sehr gut mit uns und letztendlich erstickt also 1860 in Schulden. Zur Wahrheit gehört auch, weil wir mal wieder unsere sportlichen Ziele nicht erreicht haben. Wir sind nicht aufgestiegen aus der 2. Liga. Lange nicht, wir spielen nur noch im Mittelfeld. Und wir brauchen frisches Geld, weil sonst stehen wir vor der ersten Insolvenz im Profifußball in Deutschland. Keiner will uns mehr Geld geben, wir haben alle Banken ausgereizt schon in den Vorjahren. Und jetzt geht's also nur noch über einen Weg, privates Geld muss her. Da hat uns Uli Hoeneß jemanden vermittelt, tatsächlich aus seinem VIP-Bereich, der immer beim FC Bayern investieren wollte, aber den sie nicht wollten. Und der kam dann über Hamada Iraki, einen Investmentbanker der UniCredit, dem FC Bayern-Sponsor, zu uns, zu 1860 und war der Einzige, der tatsächlich noch Interesse hatte, Geld zu geben. Er wollte sich anscheinend schon vorher einen Fußballclub kaufen. Er war in Rom, er war auch in anderen Ländern vorher und es schien ihm eine gute Möglichkeit. Was er aber nie verstanden hat, ist, dass es in Deutschland eine 50+1-Regel gibt. Und da wurde er auch von seinen Anwälten sehr schlecht beraten anscheinend, weil er hat sie nie verstanden, nie verstehen wollen und am Ende immer nur umgehen wollen. Also gleich bei dem Einstieg war das größte Missverständnis schon da. Direkt nach dem Einstieg wollte er dann einen Kooperationsvertrag schließen, in dem quasi drin steht, dass die 50+1-Regel umgangen wird. Das haben die Verantwortlichen natürlich nicht zugelassen und da schon gemerkt, auf was sie sich hier eingelassen haben. Dieter Schneider, der damalige Präsident, der mittlerweile leider schon verstorben ist, der hat sehr kurz danach gemerkt, was er hier für einen Fehler gemacht hat und versucht, die Rechte des Vereins zu schützen.
Das hat Hassan Ismail sehr wütend gemacht, weil er natürlich dachte, er kann jetzt allein bestimmen. Es gab sehr viel Streit damals schon und natürlich hatte er Mitspracherecht, aber alles nur im Sinne der 50+1-Regel. In einem Kooperationsvertrag wurde festgehalten, wie man zusammenarbeitet, welche Pflichten und Rechte man hat. Da stand unter anderem drin, dass der e.V. keine Profimannschaft anmelden darf und dass Hassan Ismail die Gelder für die Lizenz aufbringen muss, wenn die KGaA selbst dazu nicht in der Lage ist. Also sehr viel, was heute noch Anwendung gefunden hat und sehr wichtig werden wird. Aber wir merken schon, gleich zu Beginn war ein großes Missverständnis um die 50+1-Regel, enttäuschte Egos und das hat sich 15 Jahre durchgezogen. Es gab legendäre Auftritte von Ismail, wo er zur DFL gehen wollte und sich beschweren wollte, dann gemerkt hat, er ist gar nicht im Recht. Er wurde eigentlich durchgehend von Anwälten beraten, die ihm gesagt haben, die 50+1-Regel, die kriegen wir schon irgendwie umgangen und er hat es immer wieder versucht mit neuen Mitteln. Nach Dieter Schneider folgten wirklich viele Präsidenten, viele Geschäftsführer und alle haben sich an ihm die Zähne ausgebissen. Keiner konnte mit ihm zusammenarbeiten. Sein letztes Mittel kam dann mit Peter Cazalet. Peter Cazalet war ein Präsident, der hat gesagt, man muss auf Augenhöhe mit Hassan Ismail zusammenarbeiten. Aber Peter Cazalet hat ein bisschen unterschätzt, wo die Augen von Hassan Ismail liegen. Nämlich hat er ihm einfach alles durchgehen lassen. Er hat in Pressekonferenzen gesagt zu Entscheidungen, da müssen Sie Herr Ismail fragen, nicht mich. Er hat eigentlich alle Kompetenz an Hassan Ismail übergeben. Die Bilanz dieser Saison: Doppelabstieg mit einem Kader im Rekordwert von 23 Millionen, also die Gesamtausgaben in diesem Jahr waren 23 Millionen, davon unnötige Transfers mit ganz komischen Handgeldern für Spielerberater, wie bei Ribamar für 2,3 Millionen. Stefan Aigner, die Legende, wurde zurückgeholt, hat auch nichts gebracht. Ivica Olic durfte nochmal in München wohnen für ein gutes Gehalt. Also wir haben unsere Ausgaben unter der Entscheidung von Hassan Ismail unendlich hochgeschraubt. Was dazu geführt hat, dass in der nächsten Saison beim Abstieg wieder Kohle fällig gewesen wäre. Die hat Hassan Ismail mal wieder an Bedingungen geknüpft, wenn sie fließen soll, um diese Lizenz zu sichern, obwohl eigentlich im Kooperationsvertrag steht, dass es seine Pflicht ist, das zu tun, diese Kohle zu überweisen. Die Bedingungen waren damals schon nicht konform mit 50+1. Wir merken wieder, es zieht sich einfach durch, dieser Mann wollte oder konnte die 50+1-Regel nicht verstehen oder wollte sie immer sprengen oder umgehen. In der höchsten Notsituation mit dem höchsten Druck auf den Verein. Also sind wir in die Pleite gegangen. Abstieg, Doppelabstieg in die 4. Liga. Was die große Euphorie ausgelöst hat, dass wir unsere teuren Arena-Verträge los waren und wieder ins Grünwalder Stadion in unsere Heimat zurückgekehrt sind. Was dadurch gut verschleiert wurde und durch den Aufstieg, dass sich an dieser Struktur gar nichts geändert hat. Hassan Ismail ist geblieben und es wurde nur ausgerufen, dass man keine Darlehen bei ihm aufnimmt. Das war ein schöner Kurs, der aber bei 60 nicht ganz funktioniert. Und das muss man ehrlicherweise sagen, das ist ein großes Manko dieses Clubs, aber wir sind in einer großen Stadt mit einer riesigen Presselandschaft und eigentlich hat sich jeder Trainer, Sportdirektor oder Geschäftsführer Sport irgendwann mal hingestellt und gejammert, dass er zu wenig Geld hat. Und anstatt strukturell was zu ändern, anstatt irgendwas an neuen Einnahmequellen zu machen, hat man immer auf Hassan Ismail vertraut und dann irgendwann doch wieder Darlehen von ihm genommen. Und ihr wisst schon, Darlehen von Hassan Ismail sind nicht umsonst, noch dazu kann er sie selbst absegnen, weil er selbst im Aufsichtsrat sitzt und den Vorsitz hat. Das heißt, da immer die Stimme über die Budgeterhöhungen hat. Und so wurden immer wieder Darlehen bei ihm aufgenommen. Sie haben nichts gebracht, die sportlichen Ziele wurden immer wieder verfehlt, ob unter Michael Kölner oder wie sie alle heißen, wir sind nicht aufgestiegen. Der Verein ist weiter in der 3. Liga geblieben. Selbst jetzt mit den Verpflichtungen von Volland und Niederlechner konnte man das Ziel, den Aufstieg, nicht erreichen. Natürlich gehört auch zur Wahrheit, dass dieses Konstrukt mit Hassan Ismail andere Geldgeber nicht angelockt hat. Ganz im Gegenteil, er konnte sie abwehren, blockieren oder auch abschrecken, ganz einfach durch diesen Dauerstreit und die drohende Gefahr immer wieder, dass dieser Club von ihm so abhängig ist, dass er ihn pleite gehen lassen kann, was er jetzt zum 2. Mal gemacht hat.
und was dann letztendlich auch zum Neuanfang führen könnte, den wir jetzt haben. Und ich hoffe, das war es jetzt in aller Kürze. Also auf 15 Jahre Machtkampf im Detail eingehen, ist sehr schwierig, aber ich glaube, ihr merkt ein Muster. Hassan Ismail war von Anfang an nicht mit der 50+1-Regel vertraut und hat dann immer schrittweise versucht, sie zu umgehen. Die e.V.-Vertreter haben immer schrittweise versucht, für die Rechte des e.V. zu kämpfen und so hat sich ein polarisierender Wahlkampf ergeben, unter anderem, aber auch polarisierende Handlungen. Das heißt, es war alles irgendwann darauf ausgerichtet, wer hat die Macht hier. Und das liegt auch daran, dass diese Partnerschaft so schnell zustande kam und keinen wirtschaftlichen Plan dahinter hatte. Kein geregeltes Machtgefüge, mit dem Hassan Ismail zufrieden gewesen wäre, auch wenn es in einem Kooperationsvertrag ziemlich klar geklärt war. Den hat er eigentlich nie akzeptiert, weil er hätte gern einen weitreichenderen gehabt, der aber dank der Regeln in Deutschland nicht zustande kam. Und wir hoffen, dass das jetzt mal beendet ist, weil jetzt kommt der finale Bruch. Wir dachten ja schon letztes Jahr, er wäre weg. Da sind wir wohl auf einen Trickbetrüger reingefallen. Angeblich sollten nämlich damals seine Anteile an eine Schweizer Firma gehen. Die hat aber nie bezahlt, trotz Prüfung durch namhafte Anwaltskanzleien. Finde ich sehr spannend. Da wurde ziemlich schnell der Deckel drauf gemacht. Ich fand das mega weird, aber es war sehr vieles mega weird bei diesem Verein seit dem Einstieg dieses Investors. Also kommen wir jetzt zu diesem Jahr, zu dem entscheidenden Tag, dem Juni 26. Ich habe es schon gesagt, erneut wurden die sportlichen Ziele verfehlt, nämlich sind wir nicht aufgestiegen oder haben gar darum mitgespielt. Und dann hat Hassan Ismail bereits zugesagte Darlehen gekündigt und das zu einem sehr bewusst gewählten Termin, nämlich als die Dauerkartengelder bereits eingegangen sind. Und zwar genau 13 Tage vor dem Ablauf der Frist für den Liquiditätsnachweis gegenüber dem DFB. Ohne jegliche Vorwarnung kam diese Kündigung und ohne Vorverhandlungen. Das heißt, er wollte mal wieder maximalen Druck auf die Vereinsoffiziellen auswirken, damit sie Forderungen von ihm zustimmen. Die Summe, die plötzlich gefehlt hat, waren 2,7 Millionen, also diesmal gar nicht so krass viel. Ohne diesen Betrag war die Bedingung zur Lizenzerteilung nicht mehr erfüllt. Weil natürlich mit diesen Geldern geplant wurde, Gehälter, was wird auf den Verein zukommen. Also diese 2,7 Millionen waren elementar wichtig. Was Hassan Ismail mal wieder gemacht hat, ist unter größtem Druck einen Forderungskatalog zu stellen und vieles davon war mal wieder nicht konform mit 50+1, also die Vereinsoffiziellen konnten erneut gar nicht zustimmen, weil sonst eine Verbandsstrafe auch gedroht hätte. Also ihr merkt schon, 15 Jahre und nichts hat sich geändert. Weil es wurde sogar nachgefragt zu diesen Forderungen und der DFB hat selbst Bedenken angemeldet. Ismail hat sein Anwaltsteam gewechselt und wieder dachten dann neue Leute, diese Regel können sie irgendwie umgehen. Die 50+1-Regel ist nun mal nicht optional. Die ist in Deutschland gesetzt und soll eben verhindern, dass genau solche Investoren bei Vereinen an die Macht kommen. Und das hat sie mittlerweile sehr gut gemacht. Auch wenn es ein langer Kampf bei 60 war, wir werden diesen Investor jetzt vielleicht los. 1860 wird hier oft als Testballon verwendet, um diese 50+1-Regel auszutesten. Am Ende kommt aber heraus, wie in den 15 Jahren davor, die Regel ist nur umgehbar, wenn die Vereinsvertreter willige Gehilfen sind, wie Peter Cazalet. Das Interessante, die Finanzierungslücke wurde durch Hassan Ismails Vertreter selbst ausgelöst. Alle nötigen Zahlungen und Liquiditätsnachweise waren in der Finanzplanung klar prognostiziert und vom Aufsichtsrat beschlossen. Ein Aufsichtsrat, in dem Ismails Hamm International, also seine Firma, seit Jahren nicht nur den Vorsitz hat, sondern dadurch auch die Stimmenmehrheit. Die e.V.-Vertreter hatten bereits im Juni 2025 ausdrücklich vor einer möglichen finanziellen Überforderung gewarnt. Yahya Ismail, Hassans Bruder und damaliges Aufsichtsratmitglied, entgegnete damals sinngemäß: Die Vergangenheit habe gezeigt, dass die notwendigen Darlehensmittel stets zur Verfügung gestellt wurden. Das ist an Ironie nicht zu überbieten, wenn man an 2017 denkt. Es gebe keinen Grund anzunehmen, dass das in Zukunft nicht mehr so sein werde. Tja. Doch war es mal wieder so. In der entscheidenden Aufsichtsratssitzung stimmten die e.V.-Vertreter dann gegen den erweiterten Finanzplan, nicht aus Sturheit, sondern aus Haftungsgründen. Parallel zu diesem Chaos kommt natürlich das Social-Media-Chaos, das öffentliche Chaos, das der Pressemitteilungen, Instagram-Posts,
konfusen Aussagen von Ismaik, die man gar nicht mehr zurückverfolgen kann, von KI-Gewäsch bis zu irgendwelchen philosophischen Aussagen. Also es ist wirklich furchtbar gewesen. Kurz vor der Deadline schrieb Ismaik der Süddeutschen Zeitung noch per WhatsApp: Ich denke, wir bleiben in der 3. Liga. Also er hat eine 3 geschickt. Als die Frist um 17 Uhr dann abgelaufen ist, schickte er nur Sad Day. Also irgendwie alles sehr mysteriös. Das Ende vom Lied 1860 konnte auf seine Forderungen nicht eingehen. Die Vereinsvertreter hatten sogar neue Geldgeber gefunden, doch Ismaiks Vertreter lehnen die ab. Ich hatte schon gesagt, Ismaik blockiert neue Geldgeber, das kann er immer oder des Öfteren oder schreckt sie ab. Und hier zeigt sich wieder das fundamentale Problem der Abhängigkeit an einem Investor. Andere Geldgeber werden blockiert und abgeschreckt. 3 unabhängige Rechtsanwaltskanzleien kommen alle zu dem Schluss, die Kündigung der Darlehen von Ismaik war unwirksam. Also genug Grundlage für den Verein, den Kooperationsvertrag zu kündigen. Wird diesmal alles anders als 2017? Im negativen Sinne ja, wir sind schon zurück im Grünwalder Stadion und so eine Euphorie wie 2017 lässt sich nicht mehr so leicht entfachen. Aber ändert sich diesmal fundamental etwas. Es sieht alles danach aus. Ich hatte schon gesagt, der Kooperationsvertrag wurde mit sofortiger Wirkung fristlos gekündigt. Von Seiten des e.V. wegen der Pflichtverletzung durch Hassan Ismaik, die 3 Anwaltskanzleien im Rücken, die bestätigen, dass das rechtens ist. So hat sich jetzt auch der eingetragene Verein das Spielrecht holen können. Also die KGaA tritt nicht mehr an. Die Dauerkarten, die bei der KGaA gekauft wurden, haben nächstes Jahr keine Gültigkeit. Der e.V. wird neue rausbringen. Also der TSV München von 1860 e.V. hat nun das Spielrecht und muss nun alles neu machen. Sponsoringverträge, Spielerverträge, Infrastruktur und das alles nur in 6 Wochen. Also es wird eine riesen Herausforderung für alle. Wir müssen alle mit anpacken und vielleicht schaffen wir es dann wieder, eine Euphorie zu entfachen, wenn wir alle wieder dabei sind in einem freien, unabhängigen Verein, der wieder nach oben will. Wir müssen alles dafür geben und jeder wird benötigt. Es wird hoffentlich bald eine Möglichkeit geben, dass man dem Verein helfen kann, ihn unterstützen kann. Also wenn ihr das hört und denkt, ach, da könnte ich ja unterstützen, ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn es diese Möglichkeit gibt. Erstmal muss die Fußballfirma in die Insolvenz. Dazu tragen die Fans gerade ihren Teil bei. Die wertlosen Dauerkarten, die Gelder davon werden zurückgefordert. Also ich denke, es ist nur noch eine Frage von Stunden, bis diese Firma in die Insolvenz geschickt wird. Damit wäre auch das Kapitel Hassan Ismaik bei 60 beendet. Ob er jetzt Schadensersatzforderungen stellt oder nicht, sei mal dahingestellt, das wird ein langer gerichtlicher Prozess. Aber ich habe ja dargestellt, der e.V. hat Anwälte im Rücken, unsere Vertreter scheinen gut vorbereitet und wir hoffen auf eine bessere Zukunft. Unterstützt diesen Verein und seid dabei und wenn ihr ganz nett seid, lasst auch noch ein Abo da. Als Lehre für den Fußball bleibt, 50+1 ist wichtig, um sich vor der Alleinmacht von Investoren zu schützen. Das Schönste an der Geschichte ist eigentlich, auch wenn es für uns sehr traurig ist und zweimal in die 4. Liga geführt hat, der Fußball behält seinen Zauber. Das Investorenmärchen, dass mehr Geld auch automatisch zum Erfolg führt, ist einfach nicht korrekt. Der Fußball behält seinen Zufallsfaktor, also Investoren bringen nicht automatisch Erfolg. Windhorst, Kühne, Hassan Ismaik, das beste Beispiel, dass diese 50+1 Diskussion und dass nur mehr Investoren kommen müssten, damit wir konkurrenzfähig sind, es stimmt einfach nicht. Und die Traditionsvereine werden nicht bereichert dadurch, sondern sie werden leiden. Deswegen 50+1 ist wichtig, gerade für die Traditionsvereine.